Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir einen ganz fantastischen Käsekuchen ohne Boden. Und das Rezept habe ich von einer Abonnentin bekommen. Sie hat mich angeschrieben, ob ich nicht diesen Käsekuchen machen könnte. Ich habe ihn nachgebacken und was soll ich sagen, er ist einfach nur klasse. Das ist wirklich mit Abstand der beste Käsekuchen ohne Boden, den ich je gegessen habe. Er schmeckt sowohl lauwarm als auch kalt, macht nicht wirklich Arbeit und ich würde sagen, wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Als erstes 250 Gramm ganz normalen Zucker, 8 Gramm Vanillezucker und 250 Gramm weiche Butter in eine Schüssel geben und cremig schlagen. Dann 6 Eier hinzufügen und weiterschlagen, bis eine cremige Masse entstanden ist. Die Eier sollten nicht kalt sein, sondern Zimmertemperatur haben, sonst flockt die Masse aus. 1 Kilo Magerquark hinzufügen und unter die Masse rühren. Man kann auch Sahnequark verwenden, er macht den Kuchen noch cremiger, wollte ich jetzt aber nicht wegen der Buttermenge. 100 Gramm Mehl und 8 Gramm Backpulver mischen und auf die Quarkmasse sieben und alle Zutaten dann gut miteinander vermischen. Ich mache das mit einem Teigschaber, das dauert natürlich etwas länger als mit Hilfe eines Handmixers. Ich möchte aber vermeiden, dass die Quarkmasse viel zu viel Luft abbekommt, denn dadurch können Risse im Käsekuchen entstehen und das möchte ich natürlich nicht. Wenn es euch nicht stört, nehmt einfach einen Handmixer, dann ist die Quarkmasse auch ruckzuck fertig. Dann eine kleine Dose Mandarinen vorsichtig unter die Masse heben, die Mandarinen vorher natürlich gut abtropfen lassen. Eine 26er Springform erst mit Butter einfetten, dann mit Mehl bestäuben. So kann die Quarkmasse später beim Backen in der Backform hochklettern und die Oberfläche des Käsekuchens wird auch gleichmäßig. Den Quarkteig in die Backform füllen, glatt streichen und auf der Arbeitsplatte dann mehrfach aufstoßen, damit die Luft entweicht und dann im vorgeheizten Ofen bei mittlerer Schiene bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft 50 Minuten backen. Ein Käsekuchen bitte nie sofort nach dem Backen aus dem Ofen nehmen, sondern bei leicht geöffneter Backofentür auskühlen lassen, denn dadurch kann man auch die Risse vermeiden. Dann gibt es noch einen ganz guten Tipp, wie man die Risse im Käsekuchen vermeiden kann, und zwar den Käsekuchen erst aus der Backform nehmen, wenn er komplett erkaltet ist. Ob ihr so lange warten wollt, überlasse ich natürlich euch, denn ich persönlich esse auch ganz gerne ein Stück Käsekuchen, wenn er noch lauwarm ist. So, mein Kuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn mit Puderzucker bestäubt und ich finde, er ist super geworden. Er hat keine Risse, hat eine schöne Farbe, ist sehr lecker, sehr locker, sehr saftig. Ich werde ihn gleich nochmal für euch anschneiden und euch zeigen, wie er innen aussieht. Und wie gesagt, das Rezept ist wirklich sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und sag auch schon mal Tschüss. Bis dann.